gerade hier am Stand von SAB Heli Division oder World of Heli. Und der Mario wird euch gleich alles Neue zum Kraken erzählen. So ihr Lieben, hier am Stand von World of Heli in der zweiten Etage, in dem Obergeschoss, wo der Spaß wohnt, haben wir hier heute den neuen Goblin Kraken. Kraken, wer auf den Namen gekommen ist, ich weiß es nicht. Klingt ein bisschen seltsam, aber das Ding an sich hat so viele geile Features, dass man eigentlich gar nicht fertig wird. Ich will es ganz kurz fassen. Wir haben zum Beispiel einen neuen Hauptrotorkopf. Der neue Hauptrotorkopf, wie immer, für die, die es nicht verstanden haben, haben wir jetzt auch Zahlen draufstehen. Wir haben jetzt 13 Grad plus minus möglich. Wir haben ein neues Zentralstück, wir haben neue Blattgriffe, bei denen vor allen Dingen auffällt, die Anlenkung ist von außen geschraubt. Wir müssen nicht mehr die Welle ziehen, sondern wir können direkt die Anlenkungspunkte hier draußen drauf schrauben, werden genauso eingeklebt, wie es früher war. Was auch noch ganz deutlich auffällt, wir finden kein Hauptzahnrad mehr. Das ist eigentlich die Intention gewesen an der ganzen Geschichte. Wir haben inzwischen Motoren mit Leistungen in die 11 kW-Ära rein. Wir brauchen einfach ein festes, steifes Getriebe. Kunststoff kann das nicht machen, also haben wir hier ganz einfach die Jungs von SAB sich rangesetzt und haben ein Stahlgetriebe gebaut. Das Stahlgetriebe ist fettgefüllt und voll gekapselt, ein Glockenrad drin. Wir haben die erste Getriebestufe in Riemen, geht hier auf die Welle, die in diesem Getrieberad sitzt. Das Hauptgetriebe, eine Stahlglocke, die an der Hauptrotorwelle befestigt ist. Der Heckabtrieb geht hier hinter. Mit einem Heckriemenrad, was dann auch wieder aus dem Stock von SAB stammt. Es ist ganz einfach ein Heckriemenrad, wie wir es am Heckrotor haben, somit weniger Teile. Das Ganze natürlich verpackt, sehen wir hier drüben wunderschön, in einem wunderschönen Design. Das Ziel war auch, das Modell schmaler zu machen, deswegen haben wir hier diese Silhouette ganz einfach verkleinert, indem wir die Servos, was wir dann wieder hier drüben schön sehen, aufrechtstellen. Sie liegen nicht mehr breit nebeneinander, sondern sind alle so angeformt und von den Winkeln so angepasst, dass sie liegend oder stehend von sich in dieses ganze Gebilde einfügen. Reglerplatte extra vorn für bis zu 250 Ampere, kein Problem. Riesen Motoren drin. Wir haben ein neues Landegestell, die Seitenplatten, die ganze gesamte Konstruktion ist aus Vollcarbon gefertigt und lackiert. Und hier sehen wir es wunderschön. Es sieht doch einfach schon die ganze Mechanik, wenn man sie sich so betrachtet, perfekt gebaut, perfekt konstruiert aus. Erwähnenswert wäre an der ganzen Geschichte auch noch, SAB wieder mitgedacht, wo mache ich die Kabel lang, bevor ich hier anfange mit irgendwas zu konstruieren. Haben wir einen wunderschönen Kunststoffkabelkanal, der hier oben angebracht ist. Und dann die Kabel sicher und safe zur Flybarless-Elektronik schafft. Wir haben Akkuschiene, die diesmal nicht unten am Landegestell, sondern oben angebracht ist und damit ermöglicht, den Schwerpunkt komplett über die Rollrade zu ziehen. Ansonsten bewährtes Heckteil, hat sich nichts geändert. Die angekündigte Führung der Steuerung durch die Heckwelle wurde weggelassen, weil ganz einfach die Belastung bei dem jetzigen Flugstil, wie es geflogen wird, mit Overspeed und sonstigen zu hoch ist. Der Verschleiß zu krass und somit reicht auch das. Release-Datum ist gedacht Mitte April. Und Preis für dieses wunderschöne Modell, inklusive lackierter Haube, Heckrohr und Blattsatz, wird um die 1050 € sein. Natürlich, wo bestellt man es? Bei World of Heli, dem geilen Händler aus dem zweiten Obergeschoss bei der Rotor Live. Ansonsten noch viel Spaß hier. Danke Simone, man sieht sich.